Sony gibt auch dieses Jahr wieder keine Ruhe. Schon wieder gibt es neue Produkte aus Japan. Dieses Mal sind es direkt 3 neue Objektive für Sonys APS-C-Kameras. Welche Brennweiten das sind und was die Objektive so drauf haben, zeigen wir euch in diesem Video. Wer sich für das Thema Vlogging mit Sony APS-C-Kameras, wie beispielsweise der ZV-E10 interessiert, stößt leider bei Weitwinkelobjektiven auf eine eher, magere Auswahl und dabei sind die paar Optionen, die wir haben, auch schon recht alt. Eine Erweiterung des Objektivportfolios ist hier also dringend notwendig. Neu haben wir jetzt 2 Weitwinkel-Festbrennweiten und ein Weitwinkel-Zoom, alle 3 so kompakt und leicht, wie es nur geht. Fangen wir mit dem weitesten der 3 Objektive an. Wir haben hier ein 10 bis 20 mm Powerzoom Weitwinkelobjektiv mit durchgehender Blende 4. Auf Kleinbild, also Vollformat, umgerechnet entspricht das einer Brennweite von 15 bis 30 mm. Das Objektiv ist gerade einmal 55 mm lang und misst einen Durchmesser von nur 69 mm. Außerdem ist es mit 178 Gramm ein gutes Stück leichter als das alte 10 bis 18. Zusätzlich hat es einen internen Zoom und Fokus. Es fährt also beim Zoom nicht weiter aus und behält seine Größe bei. Auch hier hat Sony für die Vlogger und Content Creator einen Powerzoom verbaut, der über die Zoomwippe der Kamera, des Objektives oder des externen Bluetooth-Griffs ansteuerbar ist. Somit kann er schnell und einfach rein und herausgezoomt werden. Auch für den Einsatz auf dem Gimbal ist das Objektiv perfekt geeignet, denn wir können hier den Powerzoom direkt über das Gimbal ansteuern und somit dynamische Kamerafahrten bei kleinem Gewicht umsetzen. Besonders ist hier aber auch die Naheinstellgrenze von durchgehend 20 cm im Autofokus. Wer noch näher ran will, sollte allerdings den Autofokus ausschalten. Denn beim manuellen Fokus kommen wir bei der Brennweite von 10 mm ganze 7 cm und bei 20 mm 3 cm näher an das Objekt heran als mit dem Autofokus. Das zweite neue Objektiv ist das 11 mm Blende 1.8. Auch diese Linse ist kompakt und leicht gebaut. Mit der Offenblende könnte das Objektiv auch für beispielsweise Astro- oder Architekturfotografen interessant sein. Aber auch hier hat Sony den Vlogger und Content Creator besonders im Auge, die eine weite Perspektive und ein leichtes System benötigen. Eine Schippe drauf setzt Sony beim neuen 15 mm. Hier haben wir nicht nur eine maximale Offenblende von 1.4, sondern auch einen dedizierten und entklickbaren Blendenring. Auch dieses Objektiv ist besonders klein und leicht und eignet sich perfekt für den Einsatz auf einem Gimbal. Besonders sticht hier das Bokeh heraus, denn durch die geringe Naheinstellgrenze von 17 cm im manuellen Fokus, beim AF sind es 20, und der Offenblende von 1.4 haben wir hier eine schöne, weiche Freistellung. Alle 3 Objektive haben verbesserte Glaselemente, Beschichtungen und natürlich auch neue, ultraschnelle und leise Fokusmotoren. Unser Highlight ist hier allerdings das 10 bis 20 mm, da es trotz des Powerzooms sehr kompakt und leicht gebaut ist und somit die perfekte Ergänzung im Vlogging-Bereich darstellt. Wenn wir uns nämlich das Hardware-Portfolio von Sony in diesem Bereich anschauen, bleiben fast keine Wünsche mehr offen. Wir haben hier neben der ZV-E10 als Vlogging-Kamera und den neuen Objektiven ja auch noch den Bluetooth-Griff und das Kamera-Mikrofon und die kleinen Bluetooth-Audiofunkstrecken, mit denen wir in jeder Situation gut ausgestattet sind. Endlich hat Sony somit die Lücke im Objektivportfolio geschlossen und das Kit vervollständigt. Das ganze Setup eignet sich natürlich super zum Vloggen. Wir haben hier natürlich jetzt einmal die ZV-E10, dazu das neue 10 bis 20 Blende 4 mit Powerzoom und auch das Vlogging-Mikrofon, das On-Camera-Mic. Wenn ihr euch jetzt fragt, wozu braucht man eigentlich so einen Powerzoom? Nun, damit man auch ein bisschen rumspielen kann und zum Beispiel sowas macht, falls man da hinten so einen Paparazzi im Bild hat, damit der auch mit dem Bild ist zum Beispiel. Aber ansonsten perfektes Setup, egal mit welcher der 3 neuen Optiken es macht, es geht mit allen, außer halt Powerzoom nur mit dieser, aber auf jeden Fall empfehlenswert, dazu der Griff, damit das Ganze auch so ein bisschen flexibel bleibt und ihr nicht die ganze Zeit so die Kamera in der Hand habt und das Ganze sehr shaky handhabt. Naja, unsere Vlogging-Künste sind ja offensichtlich sehr begrenzt. Aber falls ihr in dem Bereich arbeitet, lohnt es sich auf jeden Fall einen Blick auf die Sony-Produkte zu werfen. Passende Kits haben wir euch natürlich schon zusammengestellt. Schaut dazu einfach auf die Webseite vorbei oder klickt hier oben auf das i.
Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Gebt gerne eine Bewertung ab, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos oder Livestreams mehr verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.